Hallo Mädels und Jungs, ja, was ihr hier seht, sind neue Bremsscheiben. Diesmal nicht fürs Motorrad, sondern für das Auto, denn eine dürfte einen Schlag haben und einen Schlag, also ist ungleich dick. Das rupft beim Bremsen und deswegen müssen wir sie tauschen. Und als allererstes packt man sie natürlich aus und befreit sie vom Fett, das noch oben ist. Macht man am besten mit einem Bremsenreiniger. Das heißt, alles an Fett und Metall und irgendwelchen Staubansätzen kommen herunter und wird gereinigt, und das sieht dann so aus. Natürlich auf beiden Seiten komplett reinigen. Und beim Auto ist es natürlich ein bisschen anders als beim Motorrad, das Wechseln, weil man die Bremssätteln herunternehmen muss, beziehungsweise auch neben dem Bremssattel muss man auch den Halter für den Bremssattel herunternehmen. Und bei diesen Scheiben ist es so, dass die auf einem Flansch drauf sitzen und die muss man dann abziehen. Und wie das geht, wie einfach, das zeige ich euch dann. Als erstes haben wir natürlich mit einem Radkreuzschlüssel die Radmuttern gelöst. Dann wird das Auto aufgehoben. Wenn das Rad in der Höhe ist, das alle Radmuttern lösen. Wenn das fertig ist, dann muss man sich um den Bremssattel kümmern, den abnehmen. Als nächstes werden die Bremspakete von der Scheibe ein wenig gelockert. Und zwar fahren wir hier mit einem Eisen hinein und drücken den Bremskolben retour, so dass wir hier Platz haben. Und dann kann man auch die Bremspakete ein wenig zurückschieben. Da gibt es hier eine kleine einen Vorsprung, und mit dem schiebt man das Bremspaket zurück. Jetzt hat man genug Platz und braucht den Bremssattel mit dem Halter eigentlich nur in einem abnehmen. Und dazu müssen wir auf der Rückseite zwei 17er Schrauben lösen. Nachdem die zwei Schrauben hinten entfernt worden sind, braucht man eigentlich nur mehr die Bremsbeläge, den Bremssattel und natürlich den Halter dafür abnehmen. Das Ganze natürlich dann reinigen. Und wie bekommen wir die Bremsscheibe ab? Prinzipiell gar nicht, aber es gibt einen Schmäh dazu. Hier sind zwei Gewinde drinnen. Da schraubt man einen Schrauben hinein und die drücken gegen die Platte hinten und dann geht die Scheibe von alleine ab. So, diese zwei Schrauben einsetzen.
dann einen passenden Ringschlüssel, ein wenig anziehen und dann hört man schon knacksen. Und dann fällt die Bremsscheibe von alleine ab. So, der Sitz ist jetzt relativ schmutzig. Den reinigen wir mit einer Messingbürste. Warum nehmen wir eine Messingbürste? Die ist nicht so hart wie eine Drahtbürste und der Schmutz geht auch herunter, beziehungsweise es wird nicht übermäßig zerkratzt. Und wichtig ist nur, dass der Schmutz, also ein wenig Rost und natürlich Unebenheiten wegkommen. Und was wir nicht wollen, ist natürlich wieder Unebenheiten hineinbekommen. Das wollen wir nicht, denn die Bremsscheibe soll ja hier auf diesem Flansch gut sitzen. So, nachdem ihr das abgeschmiegelt habt, also mit der Drahtbürste, mit der Messingbürste ein wenig gebürstet, dann ein wenig Bremsenreiniger drüber und das gleiche natürlich auch bei den Bremsbelägen, damit kein Fett drauf ist oder auch kein Öl. Denn sollte sich irgendwo Öl absetzen und das dann auf die Scheibe längere Zeit einwirken, dann kann der Bremsbelag auf dieser Stelle nicht so gut bremsen und dann wird sie ungleich dick und das ist genau das Problem, warum dann eine Scheibe zum Rupfen anfängt. So, jetzt sind wir prinzipiell fertig. Jetzt heißt es nur mehr neue Bremsscheibe drauf und zusammenbauen. Das geht genauso wie das Zerlegen. Das sind die neuen Scheiben, oder ist die neue Scheibe vom THW. Warum eine THW? Weil sie auch fürs Motorrad wirklich tolle Scheiben sind. Und wie ihr seht, sie geht nicht gleich hinauf, sondern man muss sie nur ein wenig aufgeben. Und wenn ihr dann das Rad anzieht, solltet ihr es symmetrisch anziehen und damit wird die Scheibe auf den Flansch hinaufgedrückt. Also ihr braucht jetzt nichts anderes machen als den Bremssattel wieder montieren, das Rad und dann in Ruhe das Rad schön anschrauben. Erste, zweite, dritte, vierte, fünfte und dann immer so anziehen. Immer wieder ein wenig mehr, bis das Rad fertig ist. Okay? Und das war's dann. Das machen wir mit den Schrauben vom Bremssattelhalter. Die werden gereinigt, damit der Rost entfernt wird und dann kommt ein hitzebeständiger Spray drauf, der sowohl das Rosten verhindert, als auch das Festsitzen des Gewindes, also dass das Gewinde anfängt zu rosten und dann sich nicht mehr lösen lässt. Und wenn sie natürlich eingesprüht sind, schauen sie so aus, etwas noch verstreichen und dann hinein. Das Überschüssige bleibt drinnen und verhindert dann hier das Rosten. Und dann wieder anziehen. So.
So, das Rad ist drauf. Ihr müsst dann anfangen mit irgendeiner Schraube, zum Beispiel mit der. Erste, zweite, dritte, vierte, fünfte. Nächste wieder erste, zweite, dritte, vierte, fünfte. Erste, zweite, dritte, vierte, fünfte. Und dann zieht ihr es fest. Und somit zieht ihr mit dem Radmuttern das Rad, also die Felge und die Bremsscheibe, die dahinter liegt, genau auf den Flansch hin. Und die sitzt dann plan drauf. Das war's. Prinzipiell dann nachher die Schrauben mit einem Drehmomentschlüssel noch kontrollieren, genau auf die Kilo anziehen, auf das Drehmoment anziehen, dass sie angezogen werden sollen. Und ganz wichtig, da wir die Bremsklötze weggedrückt haben, müsst ihr auf jeden Fall ins Auto einsteigen und mehrmals die Bremse betätigen, denn der Bremssattel muss sich wieder zusammenziehen, also der Kolben muss wieder raus und muss die Bremspakete wieder an die Scheibe drücken. Wenn ihr das nicht macht und ihr fahrt weg, dann steigt ihr mehrmals bis zum Boden durch und könnt nicht bremsen. Also aufpassen, immer zuerst mehrmals draufsteigen und pumpen, damit der Kolben wieder die Pakete an die Bremsscheibe andrücken kann. Und genau das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr Fragen habt, melden. Schreibt mir einfach einen Kommentar. Ansonsten, Leute, beim Motorrad oben bleiben. See you.